Hallo zusammen, ich heiße Linda und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel. Wir schauen uns heute an, wie man schriftlich dividiert, also wie man mit großen Zahlen geteilt rechnet. Hier im Beispiel haben wir 43.672 geteilt durch 2. Als erstes überlegen wir uns, wie oft die 2 in die 4 reinpasst. Das wären 2 mal. 2 mal 2 sind 4. Das schreiben wir auch auf. Dann ziehen wir einen Strich und überlegen uns, wie viel übrig bleibt. Also 4 minus 4 müssen wir rechnen. Das wäre 0. Dann holen wir die nächste Zahl runter. Also wir ziehen die 3 runter und rechnen wieder von vorne. Wie oft passt die 2 in die 3? Die 2, wir denken an die Zweierreihe und stellen fest, dass die 2 einmal in die 3 reinpasst. 1 mal 2 sind 2. Um das nochmal klarzustellen, die 2 passt eigentlich nicht in die 3, sondern die nächst kleinere Zahl, in der sie reinpasst aus der Zweierreihe, wäre die 2. Deswegen schreiben wir uns hier die 2 auf. Dann ziehen wir einen Strich und schreiben hier Minus auf. Rest bleiben 1 übrig. Also 3 minus 2 sind dann 1. Dann ziehen wir die 6 runter und haben jetzt 16. Wie oft passt die 2 in die 16 rein? Denken an die Zweierreihe und stellen fest, dass die 2 8 mal in die 16 passt. Und 8 mal 2 sind genau 16. Ziehen wir einen Strich und rechnen 16 minus 16. Übrig bleiben 0. Die nächste Zahl holen wir dann wieder runter, also die 7. Wie oft passt die 2 in die 7 rein? Wir denken wieder an die Zweierreihe und stellen fest, dass die 2 zwar jetzt nicht genau in die 7 reinpasst, aber die nächst kleinere Zahl, in der sie reinpasst, ist die 6. Und zwar 3 mal passt die 2 in die 6 rein. Die 3 schreiben wir hier, 3 mal 2 sind 6, die 6 schreiben wir hier auf. Dann ziehen wir einen Strich, übrig bleiben 1. Das stellen wir fest, indem wir 7 minus 6 rechnen, ist 1. Die nächste Zahl holen wir wieder runter, das ist die 2. Jetzt haben wir 12. Wie oft passt die 2 in die 12 rein? 6 mal wären das. 6 mal 2 sind 12. Ziehen wieder einen Strich. Übrig bleiben 0. 12 minus 12 sind nämlich 0. Und somit haben wir die Aufgabe gelöst. Auf den ersten Blick sieht das schriftlich Dividieren ein bisschen kompliziert aus. Aber keine Sorge, mit ein bisschen Übung ist es machbar. Was helfen könnte, ist, wenn man sich diese 5 Schritte sich nochmal aufschreibt und einfach in der Nähe hat, wenn man die Aufgaben rechnet. Und mit ein bisschen Übung werdet ihr es drauf haben. Da bin ich mir sicher. Vielen Dank für das Ansehen. Klicke, like, share und bis zum nächsten Mal. Tschüss!